Hallo zusammen, Freunde. Das nordkoreanische Regime gewöhnt die Menschen an eine tödliche Mischung aus Unwissenheit und Angst. Deshalb, selbst wenn man aus diesem Albtraum erwachen möchte, wird man sich wieder absichtlich einschläfern, erklärte die nordkoreanische Flüchtlingin Lee Hyun-soo auf der TED-Konferenz in Kyoto. Es ist bekannt, dass die Menschenrechte in der DVRK schlechter respektiert werden als überall sonst auf der Welt. Aber was wissen wir wirklich über diejenigen, die sich gegen dieses Regime wenden und versuchen zu fliehen? Welche Folgen kann eine Flucht haben? Und ist es möglich, ohne Probleme zurückzukehren? Heute werden wir einige Geschichten dieser Fluchten betrachten und darüber nachdenken, welche Gefahren damit verbunden sind. Los geht's. Ji-hyun Park. Menschenhandel, Gewalt, Prostitution. Für Ji-hyun und viele andere nordkoreanische Frauenflüchtlinge wird dies nach ihrer Flucht nach China zur Realität. Park entschloss sich zur Flucht, nachdem ihr Bruder von der Militärpolizei gesucht wurde. Sie mussten ihren sterbenden Vater zurücklassen, den Nebelfluss überqueren und in China landen. Nach dem Grenzübertritt wurde Park in die Sklaverei verkauft und erlebte 6 Jahre sexueller Misshandlung und schrecklicher Bedingungen. Irgendwann wurde sie schwanger. Später wurde sie von den chinesischen Behörden entdeckt und in ein nordkoreanisches Arbeitslager abgeschoben. Erst 2005 gelang es ihr, sich mit ihrem Sohn wieder zu vereinen, dank eines amerikanisch-koreanischen Pastors, der ihr half, in Großbritannien Asyl zu bekommen. Park lebt jetzt in Großbritannien und berichtet, soweit es geht, der Welt über die Verhältnisse in ihrer Heimat. In der Hoffnung, dass das grausame Vorgehen gegen Frauen, die aus Nordkorea nach China fliehen, endet. Physisch ist es schwierig zu entkommen. Wie es sich für ein so geschlossenes Land gehört, ist es in der DVRK physisch schwierig, das Land zu verlassen. Die Grenzen sind streng bewacht und zu überschreiten ist nahezu unmöglich, besonders im Süden, wo entlang des 38. Breitengrads die berühmte Grenze zu Südkorea verläuft. Dieser Bereich ist durch einen mehrere Meter hohen Zaun gesichert, sodass ein Übertritt einfach unmöglich erscheint. Das bedeutet jedoch nicht, dass niemand es versucht. Besonders viele dieser Versuche gab es in der Nähe der berühmten, entmilitarisierten Zone. Zum Beispiel gelang es einem Soldaten im folgenden Video zu entkommen. Song Ye-han und ihre Kinder ernährten sich von allem, was sie finden konnten, von Mäusen bis zu Gras und Baumrinde. Eines Tages, als sie nicht mehr zusehen konnte, wie ihre Kinder an Unterernährung leiden, flohen Han und ihr Mann nach China auf der Suche nach Nahrung. Han konnte nach mehreren Reisen einige Säcke Reis beschaffen, aber später wurden sie von der Polizei beschlagnahmt. Noch schlimmer war, dass ihr Mann verhaftet wurde und später auch Han selbst verhaftet und im Polizeirevier brutal geschlagen wurde, während sie schwanger war. Sie erlitt einen Bruch des Schädels. Han verlor ihr Kind. Am Ende nur noch am Leben und geschwächt von Unterernährung schaffte es Han, ihre verbleibenden Kinder dauerhaft aus Nordkorea zu bringen. Sie versteckten sich 10 Jahre lang in China, bevor sie in die USA übersiedelten. Hwang Chang-yop. Die Geschichte der Desertion von Hwang Chang-yop aus seinem Heimatland ist besonders schockierend. Hwang Chang, der in den 1950er Jahren an der Philosophiestudiengang der MSU ausgebildet wurde, leitete in den Mitte der 1960er Jahre den höchsten Tempel der Juche-Bildung an der Kim-Il-sung-Universität. Später wurde er Vorsitzender der obersten Volksversammlung der DVRK. Hwang Chang-yop wird die Autorenschaft der offiziellen Geschichte Nordkoreas sowie die Idee des Juche zugeschrieben, die der nordkoreanischen Ideologie zugrunde liegt. Hwang Chang-yop verließ Nordkorea und wurde zum höchstrangigen und bekanntesten Flüchtling aus diesem Land. Die letzten 13 Jahre seines Lebens verbrachte Hwang Chang-yop in Südkorea, unter ständiger Bewachung an einem streng geheimen Ort. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wurden aufgrund der Bedrohung durch nordkoreanische Geheimdienste getroffen. Im Juli 2010 wurden in Südkorea 2 nordkoreanische Staatsbürger, die sich als Flüchtlinge ausgaben, wegen der Vorbereitung eines Attentats auf Hwang Chang-yop zu 10 Jahren Haft verurteilt. In Südkorea veröffentlichte er mehrere Bücher gegen die Führung der DVRK und beschuldigte Kim Jong-il, die Ideen des Juche verraten und Feudalismus statt Sozialismus aufgebaut zu haben. Er enthüllte Informationen über geheime Unterkünfte und unterirdische Gänge des Landes. Der ehemalige Vorsitzende der obersten Volksversammlung der DVRK, Hwang Chang-yop, der als der höchstrangige Flüchtling aus Nordkorea galt,
wurde 2010 tot aufgefunden. Er starb im Alter von 87 Jahren. Gayul. Als Schülerin träumte Gayul davon, Mathematiklehrerin zu werden. Diese Träume wurden jedoch zerstört, als Mitglieder ihrer großen Familie während einer Flucht aus Nordkorea gefasst und als Staatsfeinde gebrandmarkt wurden. Aufgrund ihrer Verbindungen zu den Verrätern wird Gayul und ihren zukünftigen Kindern nie erlaubt sein, einen guten Job zu bekommen oder die Möglichkeit zu haben zu lernen. Gayul und ihre Familie flüchteten nach China. Leider wurden ihr Bruder und ihr Vater von chinesischen Beamten gefasst und nach Nordkorea abgeschoben. Ihr Teenagerbruder verbrachte einen Monat im Gefängnis, während ihr Vater in ein Arbeitslager für politische Gefangene geschickt wurde, aus dem er nie zurückkehrte und von dem keine Nachrichten kamen. Liebe Freunde, wenn euch das Leben in Nordkorea interessiert, empfehlen wir euch, sich unsere Reihe von Videos dazu auf unserem Kanal anzusehen. Wir machen weiter. Kim Kwan-il. Im Februar 2014 beschrieb der UNO-Beauftragte für Menschenrechte in der Demokratischen Volksrepublik Korea die in Nordkorea dokumentierten Menschenrechtsverletzungen als erstaunlich ähnlich den Verbrechen, die im nationalsozialistischen Deutschland begangen wurden. Unter den 300 Nordkoreanern, die über diese Schrecken berichteten, war ein ehemaliger Häftling namens Kim Kwan-il. Vor seiner Flucht nach Südkorea war Kim fast 3 Jahre lang wegen Schmuggels in einem Arbeitslager eingesperrt. Kim veröffentlichte später ein Buch über seine Erfahrungen. Er fertigte auch Illustrationen an, die das Alltagsleben in einem der nordkoreanischen Konzentrationslager zeigen. Eine der Foltermethoden besteht darin, die Häftlinge lange Zeit in bestimmten Positionen stehen zu lassen. Diejenigen, die es nicht aushalten und umfallen, werden brutal geschlagen. Shin-Ju Lee. Der junge Lee unternahm einen riskanten Fluchtversuch zusammen mit seiner Familie, verlor sich jedoch, blieb obdachlos und ohne Eltern auf fremdem Boden. Als er sich in den äußersten Norden Nordkoreas begab, fand Lee sich in Gyeongsang, einer Stadt in der nördlichen Provinz Südkoreas, wieder. Während sein Vater in China versuchte, über die Runden zu kommen, schloss Lee sich bald einer Diebesbande an, um Essen für sich selbst zu stehlen. Nach 4 Jahren des Herumirrens erfuhr Lee, dass es seinem Großvater gelungen war, mit Hilfe eines von Lees Vater geschickten Mannes nach Südkorea zu gelangen. Glücklicherweise konnte Lee sich mit seiner Familie wiedervereinen. Leider sind nicht alle Flüchtlinge so glücklich. Lu Chia-yang. Während einer besonders verheerenden Hungersnot in Nordkorea beschloss Lu Chia-yang, den Nebelfluss zu überqueren und nach China zu gelangen. Als sie dort ankam, war sie überwältigt von der Menge an Nahrung und versuchte etwas für ihre Familie im Norden zu schicken. Bald wandte sie sich der Prostitution zu, um ihrer Familie genügend Essen zu beschaffen. Ihre Familie überlebte. Während einer ihrer zahlreichen Reisen nach China aus Nordkorea wurde Yang, zu diesem Zeitpunkt war sie schwanger, festgenommen. Ihr wurde gesagt, dass ihr Kind bei der Geburt getötet und sie nach der Geburt in ein Arbeitslager geschickt werden würde. Entschlossen, ihr zukünftiges Kind vor den Schrecken zu bewahren, gebar Yang zu Hause im Kreis ihrer Verwandten und überquerte bald zum letzten Mal den Nebelfluss. Sie erlangte Freiheit und lebt jetzt in Kanada mit ihrem 13-jährigen Sohn. Eunsun Kim. In jedem Haus in Nordkorea hängen Porträts der beiden Kims, Il-sung und Jong-il, an den Wänden. Um ihre Familie vor dem Hungertod zu retten, handelte die Mutter von Eunsun Kim mit Rahmen für solche Porträts. Ein Verbrechen, das in Nordkorea mit dem Tod bestraft wird. Die 11-jährige Kim und ihre Familie durchlebten eine 9 Jahre lange Odyssee, um nach Südkorea zu gelangen. Während ihres langen Weges zur Freiheit, der durch China und ein mongolisches Gefängnis führte, wurde Kim und ihrer Familie an Bauern verkauft. Es folgten Jahre der erschöpfenden Arbeit und Demütigungen, bevor sie es schließlich schafften, die Wüste Gobi zu durchqueren. Kim war 20 Jahre alt, als ihre Familie schließlich in Südkorea Fuß fasste. Joseph Kim, der Flüchtling, der jetzt in den USA lebt,
erzählt der Welt die Geschichte seines Lebens in Nordkorea während der großen Hungersnot. Er begann ein neues Leben aufzubauen, sucht jedoch immer noch nach der Familie, die er verloren hat. Kim ist ein Flüchtling aus Nordkorea. Sein Vater starb während der Hungersnot der 1990er Jahre, seine Mutter und Schwester flohen nach China und er selbst blieb obdachlos und musste durch Betteln Essen beschaffen. Er schaffte es, nach China zu gelangen und mit Hilfe der internationalen Organisation Liberty in North Korea konnte er von dort nach Amerika übersiedeln. Über sein Leben in Nordkorea schrieb er das Buch Under the Same Sky. Yeonmi Park. Der Vater von Yeonmi Park war ein Beamter und Mitglied der Partei, bis er wegen Schmuggels verhaftet wurde. 2004, nachdem ihr Vater verhaftet worden war, flohen Park und ihre Mutter nach China, wo die 13-jährige Yeonmi miterleben musste, wie ihre Mutter vergewaltigt wurde. Die Mutter wurde schließlich in die Sklaverei verkauft, aber Park konnte sie zurückkaufen, nachdem sie die Geliebte eines Menschenhändlers in China geworden war. Nach der Befreiung ihrer Mutter machten sie sich zu Fuß auf einen anstrengenden Weg durch die Mongolei nach Südkorea. Sie mussten gegen Hunger und verschiedene Schwierigkeiten kämpfen. Jetzt ist Park eine anerkannte Führungskraft unter der jüngeren Generation koreanischer Dissidenten und eine Aktivistin, die für Menschenrechte kämpft. Jin Hong-jo. Während ihre Familie während der nordkoreanischen Hungersnot der 1990er Jahre mit Hunger konfrontiert war, unternahmen Joes Eltern häufig Reisen nach China, um Nahrung zu finden. Leider wurde Jins Vater verhaftet und später getötet. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch keine 10 Jahre alt. Der Tod ihres Vaters markierte den Beginn eines langen und qualvollen Kampfes ums Überleben. Joe und die verbleibenden Familienmitglieder fanden 2008 Zuflucht, aber zuvor war ihre ältere Schwester Gina nach China verkauft worden, die Mutter verschwunden und die Großmutter sowie die jüngeren Brüder starben an Hunger. Jin erzählt der Welt von ihren erschreckenden Erfahrungen mit Hunger und Leiden und kämpft für Menschenrechte, um die Verbrechen Chinas und Nordkoreas gegen die Menschlichkeit ans Licht zu bringen. Ryu Ki-ho. Das Leben von Ryu Ki-ho in Nordkorea war so stark von strengen Regeln geprägt, dass er nie den Begriff Menschenrechte gehört hatte. Das allein sagt schon viel über das Leben in Angst unter dem Regime von Kim Jong-il aus. Nachdem er 11 Jahre nach der Schule in der Armee gedient hatte, lebte Ryu Ki-ho als gehorsamer Bürger Nordkoreas. So war es, bis seine ganze Familie, mit Ausnahme des ältesten Sohnes, an Hunger starb. Im Winter verlor Ki-ho seine Mutter, Frau und jüngeren Sohn aufgrund akuten Nahrungsmangels in Nordkorea und er beschloss, sein einziges verbliebenes Kind vor diesem Schicksal zu retten. Er wusste, dass sie beide sterben würden, wenn sie gefangen würden. Also machte sich Ki-ho auf den Weg nach Südkorea durch die mongolische Wüste und gab all sein Geld in Höhe von $900–300 aus, um seinen Sohn aus dem Land zu bringen. Tragischerweise starb Ki-hos Sohn und Ki-ho blieb allein in der Wüste. Ki-ho war nicht in der Lage, den Leichnam seines Sohnes 2 Jahre nach seinem Tod zurück nach Südkorea zu bringen. Hyun-Soo Lee, bekannt als Mädchen mit 7 Namen, hat Hyun-Soo Lee in ihrem Leben tatsächlich 7 verschiedene Identitäten angenommen. Hyun-Soo Lee stammte aus einer privilegierten Familie und litt nicht unter den Schrecken des Regimes wie viele einfache Menschen. Sie hatte sogar die Möglichkeit, Chinesisch zu lernen, eine Privilegie, die gewöhnlichen Bürgern nicht gewährt wurde. Angesichts der Repressionen, der Armut und des Hungers begann die 17-jährige Hyun-Soo Lee zu erkennen, dass ihr Land bei weitem nicht das sozialistische Paradies war. Sie überquerte illegal die Grenze nach China, um entfernte Verwandte zu besuchen. Ihr Fehlen wurde bemerkt und sie musste dort bleiben, um nicht in ihrer Heimat harte Strafen zu erleiden. Später verließ sie China und ging nach Südkorea. 12 Jahre später kehrte sie an die Grenze zu Nordkorea zurück, um ihrer Mutter und ihrem Bruder bei der Flucht zu helfen. Über ihr Leben in Nordkorea schrieb sie Bücher. Das Mädchen in den roten Schuhen, mein Leben in Nordkorea. Song Yang-hoon. Für viele Tausende von Flüchtlingen kann die Flucht von der Diktatur in ein liberales Leben bitter sein, da oft ihre Angehörigen im Norden bleiben müssen. Für einige Flüchtlinge ist jedoch der Mangel an Verwandten nur eines der Übel, mit denen sie in Südkorea konfrontiert sind. Schulden, Diskriminierung und eine magere Ernährung waren ein wesentlicher Bestandteil von Song Yang-hoons neuem Leben im Süden,
wo die Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen mehr als 3-mal so hoch ist wie der nationale Durchschnitt. Fast alle leiden unter anhaltender Depression. Obwohl Song sein Heimatland immer noch verachtet, plant er zurückzukehren, um gegen die Regierung Südkoreas und deren Umgang mit den Flüchtlingen aus dem Norden zu protestieren. Trotz der Versprechen, den Flüchtlingen zu helfen und ihr Leben erträglicher zu machen, tut Südkorea zu wenig, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Und solche Geschichten wie die von Song Yang-hoon könnten dazu beitragen, diese Situation öffentlich zu machen. Kim Ren-hee. Kim Ren-hee ist ein seltenes Beispiel unter den Flüchtlingen. Theoretisch könnte sie in ihr Heimatland zurückkehren. Eine einfache Reise nach China, um Verwandte zu besuchen, führte zu großen Veränderungen in Kims Leben. Sie musste alles aufgeben, woran sie hing, und sich an eine neue Realität gewöhnen. Kim lebte mit ihrem Ehemann sehr komfortabel in Pjöngjang, nach nordkoreanischen Maßstäben, und alles war gut, bis sie diese Reise nach China unternahm. Berichten zufolge erkrankte Frau Kim und suchte Hilfe wegen einer Lebererkrankung. Sie traf einen Vermittler, der versprach, sie nach Südkorea zu bringen, wo sie schnell Geld für ihre Behandlung verdienen könnte. Das schien eine großartige Gelegenheit zu sein, ihre medizinischen Rechnungen zu bezahlen, und Kim nahm das Angebot an, doch bald wurde ihr Pass beschlagnahmt. Trotz ihrer Beteuerungen, unschuldig zu sein und ihrer unerschütterlichen Liebe zum Vaterland, betrachtet die nordkoreanische Regierung sie wie alle Flüchtlinge als Verräterin. Aber sie hegt die Hoffnung auf eine Rückkehr. Und was ist mit dem Wasser? Es scheint, als sei Nordkorea eine Halbinsel und von 2 Seiten vom Meer umgeben. Warum also nicht einfach wegschwimmen? Tatsächlich ist auch das nicht einfach. Die Meere in dieser Region sind oft unruhig und ein kleines Boot wäre in Gefahr. Aber was, wenn man einfach nahe der Grenze ins Wasser geht und dann in ein anderes Land schwimmt? Auch hier ist alles durchdacht. Die Ufer in Grenznähe sind durch einen Stacheldrahtzaun gesichert und werden ständig patrouilliert. Der effektivste Weg, Menschen zur Rückkehr zu bewegen. Nordkorea braucht jedoch Devisen, also fahren regelmäßig einige seiner Bürger ins Ausland, um zu arbeiten. Auch Sportler müssen gelegentlich zu internationalen Wettbewerben geschickt werden. Man könnte meinen, wenn man die Möglichkeit bekommt, ins Ausland zu gehen, würde man nicht zurückkehren. Das ist jedoch einfach, ins Ausland dürfen nur diejenigen, die eine Familie haben. Und die Familie bleibt natürlich im Land, was bedeutet, dass sie faktisch als Geiseln gehalten wird. Daher ist das Wohl der Verwandten für die meisten wichtiger, als das Leben in einer totalitären Gesellschaft zu ändern. Schließlich wird derjenige, der flieht, seine Familie vermutlich nie wiedersehen. Ebenso wie die Familie ihn. Deshalb kehren die meisten letztlich zurück. Die meisten denken nicht einmal ans Auswandern. Aber der effektivste Weg, Menschen im Land zu halten, ist Propaganda. Die nordkoreanische Regierung hat hier unglaubliche Erfolge erzielt. Die Informationsisolation lässt die Menschen den Unterschied zum Leben im Ausland nicht erkennen. Und die ständigen Schreckensmeldungen und Nachrichten über die Erfolge der Regierung verdrängen alle Gedanken an Flucht aus dem Kopf der gewöhnlichen Nordkoreaner. Zurückkehren. Laut Deutsche Welle kehren jährlich etwa 100 Personen aus Südkorea nach Nordkorea zurück. Geld ist zwar ein wichtiger Faktor, aber das menschliche Verhältnis zählt mehr. Als ich in Südkorea ankam, wurde mir Gleichheit versprochen, aber man behandelte mich wie Dreck, sagt einer der Flüchtlinge. Zu den Gründen für die Rückkehr gehören Sehnsucht nach den in Nordkorea gebliebenen Familien und der Wunsch älterer Nordkoreaner, auf ihrer Heimaterde zu sterben. Darüber hinaus, so glauben Experten, hat sich die wirtschaftliche Lage in Nordkorea unter Kim Jong-un verbessert und der allgemeine Lebensstandard ist gestiegen. Allerdings hat sich auch die Zensur, die polizeiliche und grenzüberschreitende Kontrolle verschärft, was zu einem drastischen Rückgang der Emigration geführt hat. Der Regime ist brutaler geworden, berichten Flüchtlinge, und die Anzahl der Kugeln, die bei öffentlichen Exekutionen verwendet werden, ist von 9 auf 50 gestiegen. Was haben wir am Ende? Aus dem Gesagten wird klar, dass es auch in der heutigen Zeit nicht einfach ist, aus Nordkorea zu fliehen. Und zurückzukehren ist schlichtweg lebensgefährlich. Dennoch sind viele Menschen mit diesem Regime zufrieden. Jeder Mensch muss im Leben eine Wahl treffen, seinen eigenen Weg, sein persönliches Ziel.
Und dann bleibt nur durch die Hindernisse auf dem Weg zu seinen Träumen zu gehen. Wir wünschen jedem, dass er seine Träume verwirklicht und dort lebt, wo es ihm am angenehmsten ist. Freunde, ihr habt die Möglichkeit, Teil des Pancake-Teams zu werden. Wenn ihr Erfahrung im Videomontieren habt, Videos auf Russisch und Englisch vertonen könnt oder interessante Skripte schreibt, würden wir uns freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Schreibt uns an die E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch. Bis bald.